Soy Ronald the Rules Lawyer. Hasta luego. Hold on. Machen wir es noch einmal. Als ich mein Video darüber machte, Donald Trump und Faschismus aufzuhalten, sagten mir manche Leute, mach keine politischen Videos mehr, bleib bei Pathfinder. Aber gerne doch. Ich habe ein Einführungsvideo zu Pathfinder auf Spanisch gemacht, aber das verärgerte manche Leute auch. Ich weiß nicht warum. Man kann nicht allen gefallen. Ich hoffe nur, dass dieses Video auf Deutsch dieselben Leute auch verärgert, aber ich glaube nicht. Schade. Einmal war mein Deutsch so gut, dass ich einer von 9 Schülern aus den Vereinigten Staaten in 1995 war, welche eine Reise nach Deutschland von Daimler-Benz, heute Mercedes-Benz, gesponsert bekamen. Dieses Programm führte Schüler aus aller Welt zusammen. Da ist mein Gastbruder. Es war unvergesslich. Mein Deutsch ist mittlerweile etwas angerostet, aber ich tue mein Möglichstes. Heute fahre ich mit meiner Mission fort, die frohe Kunde von Pathfinder zu verbreiten, und diesmal möchte ich die deutschsprachige Welt erreichen. Und wir alle wissen, viel passiert im Westen. Wegen dieser Ereignisse und des Ausgangs der jüngsten deutschen Wahl wollte ich aus Amerika Solidarität gegen Faschismus und, wie immer klarer wird, gegen einen möglichen Weltkrieg bekunden. Hallo, ich heiße Ronald the Rules Lawyer, der Regeladvokat. Ich bin Anwalt mit einem YouTube-Kanal über Rollenspiele wie Dungeons & Dragons und Pathfinder. Ich war 8 Jahre lang Mentor einer Mittelschul-Nachmittagsbetreuungs-Rollenspielgruppe, in der 30 Schüler Pathfinder und D&D spielten. Mein Kanal ist zwar auf Englisch, aber ich wollte schon seit ein paar Jahren eine Einführung für Pathfinder auf Deutsch machen. Dungeons & Dragons ist das populärste Rollenspiel, zumindest in den Vereinigten Staaten, und ich glaube auch in der restlichen Welt. Aber Pathfinder 2. Edition gefällt mir besser. Es ist nicht so bekannt wie D&D, aber es löst die Probleme, die viele D&D-Spieler mit dem System haben. Probleme, mit denen ich mich als Spielleiter, Game Master, öfters herumgeschlagen habe. Und ich war schockiert, dass Pathfinder in Deutschland nicht populär ist. Ich glaube, dieses Video wird euch zeigen, dass Pathfinder ein besseres Spielerlebnis bietet als D&D. Es ist besser ausbalanciert und belohnt die Spieler für gute Taktik und Strategie. Ich war der Meinung, dass Deutschland, die Heimat von Strategie-Brettspielen, ein perfekter Boden für Pathfinder sein müsste. Dies ist noch nicht der Fall. Ändern wir das. Ich gebe dir 5 Gründe, warum du dir Pathfinder anschauen solltest. Zuerst, was ist Pathfinder? Pathfinder ist ein Fantasy-Rollenspiel wie Dungeons & Dragons. Ihr spielt einen Fantasy-Helden, der mit Schwertern und Zaubern gegen Monster antritt. Gemeinsam gestaltet ihr unvergessliche Geschichten von aufregenden Abenteuern. Anders als Brettspiele wie Mensch ärgere dich nichts, findet das Spiel hauptsächlich in deiner Fantasie statt. Du sagst zum Spielleiter, wie dein Charakter auf eine Situation reagiert, und er oder sie sagt dir, was deshalb passiert. Bei diesem Spiel wird auch gewürfelt, um herauszufinden, ob du damit Erfolg hast. Du kannst einige Dinge besser als andere. Vielleicht schaffst du es nicht, den König zu überzeugen oder das Monster zu treffen oder die Falle zu entschärfen. Mir ist bewusst, dass das schwarze Auge in Deutschland sehr populär ist. Pathfinder bedient das gleiche Genre wie D&D. Es bietet auch High Fantasy, Action und einen starken Fokus auf Kämpfe. Nun zum ersten Grund, die Charaktere. Du kannst ein beliebiges Konzept machen und das System unterstützt dich dabei. Ich habe ein Video über eine singende Meerjungfrau, die eine Bardin ist, gemacht. Und sie hatte Tiergefährten, die mit ihr singen konnten. Das Konzept und andere kannst du hier machen und das Spiel unterstützt dich mit Optionen. In D&D hast du nur ein Volk, eine Volksunterart, einen Hintergrund und eine Klasse. Du bekommst eine Subklasse, aber erst auf Stufe 3. In Pathfinder bekommst du all dies bereits auf erster Stufe und noch viel mehr. Bei jedem Stufenaufstieg erhältst du 2 oder 3 Dinge, die es dir ermöglichen, deinen Charakter zu entwickeln, wie zum Beispiel Talente. Es gibt schon 25 Klassen und Paizo ist im Begriff, 4 mehr herauszubringen, was die Zahl bald auf 29 erweitert. Es ist auch leicht, unterschiedliche Völker zu kombinieren, hier heißen sie Abstammungen. Es gibt vielseitige Herkünfte. Das bedeutet, du kannst einen Elf spielen, der teils Teufel oder teils Vampir ist. Es gibt ungewöhnliche Abstammungen wie das erweckte Tier. Auch ist es leicht, deine Klasse mit anderen Konzepten zu kombinieren.
Du kannst beim Stufenaufstieg auf ein Klassentalent verzichten, um ein Archetyptalent zu bekommen, welches dir Fähigkeiten einer anderen Klasse oder Konzeptes freischaltet. Zum Beispiel gibt es einen Archetyp, der dir einen Tiergefährten gibt. Und ja, in Pathfinder jede Klasse kann einen Tiergefährten haben. Es gibt viele Typen von Tiergefährten, wie zum Beispiel das Capybara. Es gibt sogar einen Beinstuhl. Auch kannst du deine Fertigkeiten wie Athletik und Diplomatie steigern, von geübt zu Experte, Meister und Legende. Auf Stufe 15 ist es möglich, Gegner mittels Einschüchtern zu töten. Grund 2. 3-Aktionen-System. Pathfinder hat ein System mit Aktionspunkten. Angreifen kostet eine Aktion, Laufen ist eine Aktion, deine Waffe wechseln, eine Aktion. Manche Handlungen, wie das Wirken der meisten Zauber, kosten dich 2 Aktionen. Besonders mächtige Fähigkeiten kosten dich 3 Aktionen oder noch mehr. Dies hat Vorteile. Zuerst ist es sehr intuitiv. Es gibt keine Bonusaktionen, du bist nicht limitiert auf, du darfst nur einmal pro Zug laufen, du kannst nur einmal pro Zug mit einem Objekt interagieren. Nein, du hast einfach 3 Aktionen. Zweitens bedeutet dies, dass ihr mehr interessante Entscheidungen habt. Alles verbraucht eine oder mehrere von deinen 3 wertvollen Aktionen. Wozu nutze ich meine 3. Aktion? Soll ich hier stehen bleiben und wieder angreifen? Oder soll ich mich vom Monster entfernen, um mich zu schützen? Es gibt einen Malus für Mehrfachangriffe. Wenn du ein zweites Mal angreifst, hast du einen Malus von 5 auf den Angriff. Beim 3. Mal ist der Malus bereits minus 10. Das ist deshalb gut, weil es nicht immer die beste Idee ist, wiederholt anzugreifen. Manchmal ist es besser, deine nächste Aktion vorzubereiten oder die eines Verbündeten zu unterstützen. In Pathfinder ist es nicht immer gut, dieselben Aktionen in jedem Zug zu wiederholen oder in jedem Kampf. Und ihr werdet belohnt, wenn ihr gut zusammenarbeitet. Grund 3. 4 Grade des Erfolgs. In Pathfinder brauchst du nicht eine natürliche 20, um einen kritischen Erfolg zu haben, oder eine natürliche 1, um einen Patzer zu haben. Du musst nur 10 mehr als die Rüstungsklasse würfeln oder 10 weniger. Und kritische Treffer verdoppeln den gesamten Schaden, nicht nur den vom Würfel. Dies gilt nicht nur für Angriffe. Die 4 Erfolgsgrade ziehen sich durch das ganze System. Zum Beispiel, wenn du versuchst, jemanden zu ergreifen und du einen kritischen Erfolg schaffst, kann der Gegner fast nichts tun, außer versuchen zu entkommen. Und wenn du patzt, kann er dich ergreifen oder dich zu Boden werfen. Wenn du einen Rettungswurf machst und dabei kritisch scheiterst, erleidest du doppelten Schaden. Dies bedeutet, dass es mehr spannende Momente gibt. Es bedeutet auch, dass jeder Bonus doppelt zählt. Ein Verbündeter dich unterstützt, verbessert dies deine Chance, einen kritischen Erfolg zu erzielen. Jedes +1 zählt. Das belohnt die Zusammenarbeit, was ich früher schon erwähnt habe. Grund 4. Das System, Kämpfe auszubalancieren, funktioniert. Dies bedeutet, dass diese interessanten Entscheidungen in Kämpfen passieren, die weder zu schwer noch zu leicht sind. Es bleibt spannend und deine Entscheidungen haben einen hohen Einfluss auf den Ausgang des Kampfes. Für den Spielleiter ist es ganz leicht, eine Schwierigkeit zu wählen und dies fühlt sich für die Spieler dann auch genauso an. Du musst keine eigenen Monster entwerfen, Würfelergebnisse fälschen oder Trefferpunkte hinter dem Spielleiterschirm verändern. Und die Monster haben interessante Fähigkeiten, nicht nur bis Kralle, die Kämpfe interessanter machen. Grund 5. Die Regeln sind kostenlos und Hasbro sind Säcke. Anfang 2023 versuchte Hasbro die OGL annullieren, jene Lizenz, welche es Drittanbietern erlaubt, Erweiterungen und Abenteuer für D&D herauszubringen, die OGL-Krise. Die große Empörung der Community zwang sie, einen Rückzieher zu machen. Aber sie verloren dadurch das Vertrauen der Community. Sie haben mit Wort und Tat klar gemacht, dass sie nur noch auf steigende Gewinne achten wollen, selbst wenn sie damit einen großen Teil ihrer Fans abschrecken. Sie sind sehr darauf aus, dass die Menschen Geld über monatliche Abos ausgeben, um Zugriff auf die Regeln und Optionen zu haben. Ganz anders agiert hier Paizo, die Firma, die Pathfinder macht. Sie sind viel freundlicher zu ihren Spielern. Alle Regeln sind auf Englisch kostenlos online verfügbar. D&D stellt nur manche ihrer Regeln zur Verfügung. Archives of Nethys bietet alle Klassen,
Abstammungen, Zauber, Monster und magische Gegenstände gratis an. Dies geschieht in Kooperation mit Paizo, welche Ihnen die Regelwerke gratis zur Verfügung stellt. Weil die Regeln kostenlos sind, ist es möglich, kostenlose und billige abzumachen. Für das Erstellen von Charakteren ist das populärste Programm Pathbuilder. Die kostenlose Version hat die meisten Funktionen und die Vollversion kostet weniger als ein Döner. Die Vollversion bietet alle Funktionen, die in Pathfinder möglich sind. Die Verfügbarkeit der Regeln bedeutet auch, dass Foundry Virtual Tabletop sehr gute Unterstützung anbieten kann, Pathfinder online zu spielen. Darin sind ebenfalls alle Regeln kostenlos vorhanden. Ressourcen auf Deutsch und Englisch. Alle Regeln sind kostenlos auf Englisch bei Archives of Nethys verfügbar. Link in der Beschreibung. Ulysses-Spieler hat viele Pathfinder-Bücher auf Deutsch übersetzt. Link in der Beschreibung. Dort kannst du die Bücher und die PDFs kaufen. Aber sei vorsichtig. Such nach Pathfinder 2 oder zweite Edition im Titel oder filter nach Pathfinder 2 hier. Außerdem verkaufen sie das Grundregelwerk für wenig Geld, aber das ist die Version vor dem Remaster in 2023. Der Remaster hat viele kleine Änderungen. Du erkennst die Remaster-Bücher an der grünen Ecke. Das alte Grundregelwerk ist zwar kompatibel, aber idealerweise hast du die neuen Kernregeln. Aber die neuen Regeln sind auch kostenlos verfügbar online. Die Änderungen findest du zusammengefasst in den Links in der Beschreibung. Und ich habe gehört, dass die Fantasy-Welt sehr gute Preise bietet und schnell liefert. Die Einsteigerbox ist ein wunderbares Produkt. Es gibt eine Version auf Deutsch und eine auf Englisch. Es heißt Beginner Box auf Englisch. Es bringt sowohl den Spielern als auch dem Spielleiter die Regeln bei, während ihr ein Verlies erforscht. YouTube-Kanäle auf Englisch, meiner natürlich, aber viele von meinen Videos sind lang. Die sind vielleicht schwer, wenn Englisch nicht deine Muttersprache ist. King Uge Tantan hat gute Videos, die das System erklären und sind kürzer als meine. How It's Played hat exzellente Videos, die Regeln und spezifische Systeme in Pathfinder erklären. Auf Deutsch gibt es ein sehr gutes Blog von Fanblog, das Nachrichten und Links über Pathfinder 2. Edition hat. Hier ist ein gutes Video vor Hit Dice, das die Unterschiede zwischen D&D und Pathfinder diskutiert. Hier ist ein anderes von Spielabend, wo er eine Zusammenfassung gibt. Natürlich gibt es Links in der Beschreibung. Das war's. Falls dir das Video gefällt, bitte gib einen Like und abonniere den Kanal. Und ich möchte auch meine Deutschlehrerin danken, Frau Mary Farquhar, die eine fantastische Lehrerin war. Ohne sie hätte ich nicht so gut Deutsch sprechen und meine Reise nach Deutschland gewinnen können. Ohne sie könnte ich nicht mit einem großen Teil der Welt reden. Sie hat auch ein Buch geschrieben, es heißt Classmates, All That Is Beautiful and Good. Es ist über ihr Erlebnis, in den Philippinen aufzuwachsen, wohin ihre Eltern aus Österreich geflohen sind, um den Nazis zu entkommen. Es erzählt auch die Geschichten ihrer Mitschüler, die auch Flüchtlinge des Weltkrieges waren. Meine Familie kommt aus den Philippinen. Link in der Beschreibung. Tritt meinem Patreon bei, um frühen Zugriff auf die meisten meiner Videos ohne Werbung zu haben. Auch haben Patreon-Mitglieder Zugriff auf exklusive Inhalte. Tritt meinem Discord bei, wir reden über Pathfinder und andere Spiele. Dort hänge ich ganz oft ab, aber wir reden auf Englisch. Wenn du Pathfinder spielen willst, haben wir ein organisiertes System, wo du umsonst Pathfinder spielen kannst, das Endless Tale Tavern heißt. Dort darfst du ganz zwanglos an einzelnen Sessions teilnehmen. Ich hoffe, dass dir das Video gefällt. Ich bin Ronald the Rules Lawyer. Auf Wiedersehen.